Herzlich willkommen zu meiner Tutorial-Reihe in C#. Das heutige Thema ist die Switch-Anweisung. Dazu habe ich euch einige Beispiele vorbereitet, die wir Schritt für Schritt durchgehen werden. Das erste Beispiel ist die einfache Switch-Anweisung. Dazu deklarieren wir zunächst eine Variable Zahl ist gleich 1. Dann definieren wir eine Switch-Anweisung, die wie folgt funktioniert. Switch Zahl Case 1. Case 1 wird mit der Variable Zahl überprüft. Stimmt das überein, dann wird diese Anweisung in der Konsole ausgegeben. Und durch das Break wird der Codeblock beendet. Führen wir das Programm aus, dann sehen wir in der Konsole nichts. Verändern wir die Variable Zahl zu 1 und führen das Programm dann aus, dann sehen wir die Anweisung, das ist die Zahl 1. Wir gehen jetzt zu dem zweiten Beispiel. Dazu deklarieren wir eine Variable Number ist gleich 10. Dann wie gehabt definieren wir eine Switch-Anweisung, Switch Number, Case 10. Case 10 wird überprüft mit der Variable Number. Stimmt das überein, dann wird diese Anweisung hier ausgegeben. Durch das Break wird der Codeblock beendet. Default wird erst ausgeführt, wenn alle Cases nicht übereinstimmen mit der Variable Number. Dann wird diese Anweisung hier in der Konsole ausgegeben. Durch das Break wird der Codeblock beendet. Führen wir das Programm jetzt aus, dann sehen wir auf der Konsole, das ist die Zahl 10. Ändern wir die Variable zu 12 und führen das Programm dann aus, dann sehen wir, die Zahl ist nicht vorhanden. Springen wir jetzt zu dem dritten Beispiel. Wir deklarieren zwei Variablen No1 und No2. Dazu definieren wir eine Switch-Anweisung No1. Case 11 wird überprüft mit No1. Stimmt das überein und No2 wird dann auch überprüft mit der Zahl 11. Stimmt das ebenfalls überein, dann wird diese Anweisung ausgegeben. Durch das Break wird der Codeblock beendet. Das gleiche gilt auch hier. Case 11 stimmt das überein mit No1 und die Bedienung when No2 stimmt mit 12 überein, dann wird diese Anweisung ausgegeben. Durch das Break wird der Codeblock beendet. Case 12 wird überprüft mit No1. Stimmt das überein, dann wird diese Anweisung hier ausgegeben. Durch das Break wird der Codeblock beendet. Führen wir das Programm mal aus und wir sehen auf der Konsole Zahl 11. Verändere ich die Zahl No2 zu 16 und führen das Programm aus, dann wird nichts ausgegeben. Schreibe ich jetzt No2 zu einer Zahl 12 und führe das Programm aus, dann sehen wir die Zahl 11 und 12. Wird bei No1 die Variable mit dem Wert 12 und hier 18 geschrieben und wir führen das Programm aus, dann sehen wir die Zahl 12 auf der Konsole. Wir springen jetzt zu dem letzten Beispiel. Wir deklarieren eine Variable i ist gleich 107. Dann wie gehabt schreiben wir eine Switch-Anweisung i. Und Case 107 wird überprüft mit der Variable i. Stimmt das überein, dann wird diese Anweisung ausgegeben. Durch das GoToDefault gehen wir in diesen Codeblock rein. Und dann wird diese Anweisung auch noch ausgegeben. Und durch das Break wird der Codeblock beendet. Führen wir das Programm aus, dann sehen wir, die Zahl lautet 107 und auch noch die Anweisung Error ist nicht vorhanden. Schreiben wir hier jetzt eine Zahl 112 und führen das Programm aus, dann sehen wir nur den Codeblock mit Default, also Error ist nicht vorhanden. Ich habe eine Switch-Anweisung vorbereitet, die euch die Wochentage angibt. Dazu habe ich eine Variable Weekday deklariert und konvertiert. Weekday wird überprüft mit Case 1 bis 7. Stimmt das nicht überein, dann gehen wir zu dem Default
und es wird dann auch diese Anweisung ausgegeben. Und mit Break wird der Codeblock beendet. Führen wir das Programm aus und geben die Zahl 1 an, da erhalten wir Monday. Bei der Zahl 7 erhalten wir Sunday. Schreiben wir allerdings alles, was unter 1 ist und über 7 ist, dann erhalten wir, die Woche hat nur 7 Tage. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert und teilt meinen YouTube-Kanal. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao.